Hey ihr Lieben! Wir wurden auf Instagram getaggt für den Skoliosis-Tag und dann dachten wir uns mal, dass wir jetzt das einfach in einem Video alles beantworten, sodass ihr halt auch noch mehr über uns erfahrt und unsere Skoliose. Und ja, es sind insgesamt 10 Fragen und ja, jeder von uns wird darauf eine Antwort geben. Die erste Frage ist, wann wurde deine Skoliose diagnostiziert? Meine Skoliose wurde im Juli 2005 diagnostiziert. Meine wurde im Jahre 2011 diagnostiziert. Was sind deine Gradzahlen? Ich glaube, momentan habe ich im Hauptbogen zwischen 18 und 30 Grad. Ich weiß, ziemlich weit herausgeholt. Auf dem Röntgenbild habe ich halt im Hauptbogen ungefähr 19 Grad. Bei mir meinte unser Arzt, dass ich zwischen 30 und 37 Grad habe, je nachdem, wie man es misst. Und, also im Hauptbogen. Und die restlichen Krümmungen sind eigentlich eher irrelevant. Also unten habe ich eigentlich fast komplett gerade und oben halt eine kleine Gegenkrümmung. Und ja, wir können euch auch hier nochmal unsere Röntgenbilder einblenden. Genau. Einmal meins. Und meins. Die nächste Frage ist, brauchst du ein Korsett? Ja, ich habe schon von Anfang an ein Korsett. Also nachdem es diagnostiziert wurde, wurde ich halt gleich ausgemessen und es wurde hergestellt, sage ich jetzt mal. Und ja, seitdem trage ich halt ein Korsett. Also ich glaube, es sind jetzt schon fast 10 Jahre. Ja. Und du? Ja, ich auch. Das war ein Zufall aber auch. Wir sind die guten Dinge. Das ist jetzt also meins ist jetzt mein 3. Korsett. Ja. Mein Nachtkorsett. Wir beide tragen es jetzt nur noch nachts. Und genau, ich habe es jetzt schon seit 3 Jahren ungefähr. Die nächste Frage ist, wirst du operiert? Oder wurdest du operiert? Definitiv nicht. Und werde ich auch nicht, weil ich unter 30 Grad habe. Und da muss man nicht operiert werden. Bei mir genauso. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Wir haben einfach Glück gehabt, sagen wir es mal so. Ja. Wissen deine Freunde, dass du Skoliose hast? Also momentan wissen meine Freunde es. Also ich jetzt auf der neuen Schule wissen es nicht alle, aber da muss ich jetzt auch nicht unbedingt rumerzählen, weil es schränkt mich jetzt nicht irgendwie ein im Schulalltag oder ich trage das Korsett ja auch nur noch nachts. Also muss es jetzt nicht unbedingt jedem erzählen, hallo, ich habe Skoliose. Aber früher, also als ich das noch tagsüber tragen musste, ich glaube, da war ich ungefähr 14, da habe ich es halt jedem dann erzählt und davor halt gar nicht. Also, ja, nach der Kur war ich halt irgendwie auch selbstbewusster und ja, also früher habe ich es immer verheimlicht, weil ich mich dafür geschämt habe. Aber es war so, als ich so unter 13 Jahre alt war, da habe ich es halt immer verheimlicht. Aber als ich dann älter wurde, dann habe ich es dann endlich mal meinen ganzen Freunden erzählt. Bei mir war es eigentlich so, dass ich von Anfang an ziemlich offen damit umgegangen bin. Was vielleicht daran liegt, dass ich dann schon so älter war, so 13. Und irgendwie hat mir das nicht so viel ausgemacht, dass Leute das wissen. Und bei mir sind auch haben alle auch sehr gut reagiert. Also in meiner Klasse haben es alle mitbekommen, auch natürlich durch das Umziehen beim Sport und so. Und ja, also es gab eigentlich deswegen keine Probleme bei mir. Und meine Freunde wissen es auch alle und ja. Das ist echt besser so, weil sonst wird man nur irre, wenn man es immer verheimlichen muss. Und ständig irgendwelche Ausreden, wenn irgendjemand das sieht. Ja, das ist echt keine Lösung. Ich habe dann ja auch meinen Blog erstellt, ganz zu Anfang, und dadurch haben es halt auch viele Leute mitgekriegt, mit denen es sonst nicht so viel. Dann fühlt man sich echt viel wohler, als wenn jeder es weiß, dann braucht man ständig ein Geheimnis draus machen. Ja, das ist echt viel anstrengender. Und wenn die Leute euch deswegen ärgern oder so, ganz ehrlich, ich meine, jeder hat irgendwas, hat eine Brille, Zahnspange, Schuheinlagen. Wir beide auch. Eben, das ist nichts, was euch irgendwie zu einer schlechteren Person macht. Es ist einfach so, dass wir Menschen nicht perfekt sind und ganz ehrlich, ist doch viel cooler, ein Korsett zu haben, als jetzt, weiß ich nicht, Zahnspange, weil das kannst du mal abnehmen und das ist irgendwie witzig irgendwo auch. Vor allem ist etwas, was eigentlich nicht so häufig vorkommt. Ja. Also jeder Zweite hat eine Zahnspange und eine Brille. Das stimmt. Ein Korsett. Tja, macht halt zu was Besonderem, ne? Von einer Skala von 1 bis 10, wie stark sind deine Schmerzen? Ich muss sagen, ich habe eigentlich nie Schmerzen und wenn überhaupt, habe ich halt irgendwie Verspannungen, aber es kommt wahrscheinlich durch das Korsett. Und ja, ansonsten habe ich mir manchmal, nur ganz selten, wenn ich mal joggen gehe oder ganz viel Sport mache einfach, dann habe ich halt vielleicht so auf einer Skala von 1 bis 10, 2 oder so ähnlich. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich auch fast nie Schmerzen habe, halt so Verspannung eher. Aber ganz selten habe ich dann so richtig komische Schmerzen, die dann irgendwie sich so den Nacken langziehen und so irgendwie mich richtig leben, sag ich. Also ich kann meinen Kopf dann irgendwie kaum bewegen, also ich würde schon sagen 5, wenn ich es dann habe, aber normalerweise eigentlich kaum. Also bester Modetipp mit Korsett oder Skoliose? Ich würde auf jeden Fall sagen, lockere Oberteile. Also was wir zum Beispiel auch gerade tragen, sowas wie Strickjacken oder so, eignen sich sehr gut, wenn man ein Korsett trägt. Also die meinten jetzt zum Beispiel Skoliose. Deshalb halt auch, wenn man halt
eine sehr starke Skoliose hat und man halt doll diesen Rippenbuckel zum Beispiel sieht oder halt den Hüftschiebstand, dann eignen sich auch lockere Oberteile sehr gut. Und am besten auch welche, wenn man Korsett trägt, die blickdicht sind, also damit es nicht so durchflimmert, wenn man ein Muster hat. Am besten einfach lockere und bequeme Kleidung. Korsett vor allem habe ich richtig viele Leggings getragen, also so schwarze Leggings, blickdichte. Und das hat echt so das Leben gerettet, weil bei mir sind alle Hosen runtergerutscht, egal was ich gemacht habe, Gummi, Gürtel, keine Ahnung. Also mir passen sowieso richtig selten irgendwelche Hosen, entweder sind zu kurz oder zu weit oder so. Ja. Und Leggings haben sich halt sofort angepasst. Und, also es passt auch zu allen, wenn man es richtig kombiniert, mit einem Pulli oder so. Und Pullis verdecken ist ja auch ziemlich gut. Genau. Also das war so mein normales Outfit, glaube ich. Ansonsten halt einfach Schals oder so oder verdecken. Oder im Sommer finde ich auch Röcke sehr gut, weil die kann man halt auch so mit Gummizug gut über das Korsett rüberziehen, dann einfach noch ein lockeres Oberteil dazu und schon das perfekte Outfit. Wenn ihr wollt, können wir auch mal ein Outfit-Video machen mit Korsett, also einfach so ein paar Ideen geben. Genau. Wir sind jetzt beide nicht Menschen, die total oft shoppen gehen, also einfach Dinge aus unserem Kleiderschrank, die wir so immer getragen haben, würde ich sagen. Genau. Wir haben es jetzt schon ein paar Jahre gehabt beide, deswegen, wenn es euch interessiert, dann sagt es uns gerne. Ich glaube, es gab auch schon mal Interesse daran, aber wir haben es. Ich glaube auch. Okay, nächste Frage. Inwiefern hat dich die Skoliose verändert? Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall von der Persönlichkeit her selbstbewusster geworden bin. Also früher war ich immer total die scheue Maus und habe immer alles versteckt, was quasi unnormal ist, also was halt ungewöhnlich ist. Und ja, dann irgendwann, nachdem ich bei der Kur war und andere Leute kennengelernt habe, die halt auch Skoliose haben, bin ich auf jeden Fall selbstständiger geworden und habe halt auch mal endlich offen gesagt, dass ich Skoliose habe, wie ich auch schon mal meinte jetzt im Video. Und das machte mich auf jeden Fall halt auch stärker. Also ich wusste, dass man halt auch aus schlechten Dingen Positives ziehen kann oder erleben kann. Und ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, hat mich daran verändert, an der Skoliose. Ja, also ich bin auf jeden Fall disziplinierter geworden. Also ich habe mein Korsett halt echt durchgängig getragen, war oft beim Sport und so und auch bei der Physiotherapie deswegen und habe halt auch Dinge aufgegeben, die ich eigentlich mochte. Also ich habe ja Taekwondo gemacht, was ihr vielleicht schon aus unserem 20 Facts About Us Video, wenn nicht, muss ich mir unten verlinkt. Und das habe ich dann auch aufgehört, weil es teilweise nicht so gut war für die Wirbelsäule und einfach, dass ich auch irgendwie mein Leben darauf ausgerichtet habe, hat ja mein Leben einfach komplett verändert, aber irgendwie habe ich dadurch auch gelernt, dass auch durch schlimme Zeiten oder durch Zeiten, wo man denkt, dass es keinen Ausweg mehr gibt, dass es trotzdem etwas Gutes werden kann. Da haben wir uns ja kennengelernt und seitdem bin ich auch nochmal selbstbewusster geworden, was das angeht. Und genau, dass man einfach nicht die Hoffnung aufgeben sollte, denn wir haben beide gestern einen Film geguckt, über Stephen Hawking. Die Entdeckung der Unendlichkeit. Genau. Und er meinte in dem Film, wo Leben ist, da ist doch Hoffnung. Und dieses Zitat finde ich super schön und ich finde, das trifft total. Das passt auf jeden Fall. Wir haben uns auch sehr ausgesprochen gefühlt. Ja, also gibt einfach nicht auf, weil es gibt immer Hoffnung, wirklich. Es gibt für jedes Problem eine Lösung, auch wenn ihr es nicht sofort seht. Und ihr sinkt nicht in eurem Ärger oder was weiß ich, dass ihr das Korsett habt und nur ihr das habt und sonst keiner. Und so ist es nämlich auch nicht. Es gibt so viele Leute, die es haben. Ich meine, es gibt genug Gruppen im Internet oder Foren, wo ihr euch austauschen könnt und wirklich, es haben, auch wenn es nicht so viel erscheint, aber wenn man sich erstmal umguckt, haben es doch einige. Zwar nicht so häufig wie eine Zahnspange vielleicht, aber trotzdem oft genug und ihr werdet sicher jemanden finden, der dasselbe wie ihr durchmacht und ja, man kann daraus wirklich gute Dinge machen, würde ich nur mal sagen. Der beste und der schlimmste Teil daran, Skoliose zu haben. Der schlimmste Teil ist einfach das Korsett tragen und nicht wissen, was man anziehen soll und dass es manchmal einfach nervt, wie wahrscheinlich alle wissen. Wenn man zum Beispiel zum Bus rennen muss das und so es einfach so weh tut und die schwere Tasche noch auf der Schulter drückt, dann kriegt man echt einen Anfall und verflucht einfach nur das Korsett. Ich würde sagen, der Beste ist, dass man sehr viele neue Leute kennenlernt, ich zum Beispiel Hannah. Und ja, also man kommt einfach an so viele neue Leute, das ist echt unglaublich, bestimmt über 100 Leute kennengelernt, ich weiß nicht, durch die Kur und man erlebt echt tolle Sachen, muss ich sagen. Halt auch auf der Kur und durch dich, also die Kur ist das und ja, oder unsere Kontrolltermine, wo wir immer zusammen sind. Wir haben einfach so einen tollen Kontakt aufgebaut, also das klingt jetzt so komisch, aber zu unseren Orthopädie-Technikern und so, also wir verstehen uns richtig gut und freuen uns immer wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ein sehr großer Teil ist einfach, dass wir uns auch vor allem kennengelernt haben. Ja, das ist ich finde, es verbindet auch sofort. Auch irgendwie, ich weiß nicht, wir haben auch öfters mal Leute getroffen, in Berlin oder so, wenn sie auf Klassenfahrt waren, die halt auch Skoliose haben und die wir durch die Gruppe kennengelernt haben, auf Facebook oder WhatsApp. Und
Es ist einfach so, man ist sofort auf einer Wellenlänge irgendwie. Das ist richtig gruselig. Man kann sich über richtig viel unterhalten, einfach über seine Erfahrungen, bla. Und irgendwie ist es halt auch richtig witzig. Genau, die vorletzte Frage. Wen taggen wir? Wir taggen alle, die das sehen. Also falls ihr Skoliose habt natürlich nur. Wir freuen uns auf jeden Fall, eure Geschichten zu hören, weil jeder ist individuell und jeder hat was anderes zu erzählen, andere Erfahrungen zu berichten. Also falls ihr einen Channel habt oder dabei seid, einen zu erstellen, fühlt euch ruhig getaggt und könnt euch sagen, ihr wurde von den Collies ist das getaggt. Also ja. Wir wurden übrigens von wem wurden wir getaggt? Von Scoliosis Fights in der Seite auf Insta. Genau. Okay, die letzte Frage, die haben wir uns ausgedacht, ist: Was war dein witzigstes oder merkwürdigstes Erlebnis mit dem Korsett? Oder mit der Skoliose? Es gab so viele verschiedene, die mir jetzt gar nicht mehr einfallen, aber zum Beispiel fällt mir so eins aus der Grundschule ein, da war ich in der 4. Klasse, da habe ich ja noch alles verheimlicht. Und dann hatte ich ja das Korsett an und irgendjemand kam halt dagegen. Und die wusste halt natürlich nicht, was es ist. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, dass es Bücher sind. Und ich habe es auch zugegeben, so, ja, es sind Bücher, ja. War total unlogisch, ja. Ich habe einfach so gestanden und hatte halt dieses Harte hier. Und dann, als ob ich da Bücher hätte, ich meine, wie soll ich die denn halten? Leseratte Natti, ne? Ja, Etwas immer eigenartig. dabei in der Schule. Bücher, ist auch mal speziell. Ja. Also ich habe einmal zum Jungen aus meiner Klasse gesagt, hey, willst du mal mein Sixpack fühlen? Also, was, okay. So, schlag doch mal rein. Also, nee, ich schlag keine Mädchen. Hat das doch irgendwie so leicht gemacht und dann, was ist das? Und er fand es mal richtig cool und die ganzen Jungs auch aus meiner Klasse. Nehmt es mit Humor, also Leute nehmen es dann am besten auf eigentlich, wenn ihr es so macht. Zum Beispiel ist bei mir auch schon mal passiert, da ich ja das Korsett an, das war glaube ich in der 10. Klasse oder 9. Aber da wussten es halt die Leute schon aus meiner Klasse, aber die Jungs halt nicht, weil die halt nicht beim Sport in der Umkleide dabei sind. Und dann haben die halt irgendwie jetzt sowas rausstehen sehen vom Korsett und so, oh mein Gott, das ist dein Knochen? Ja, bei mir auch mal. Ach Leute. Oder zum Beispiel einmal stand ich so einfach irgendwie rum und dann ist auf einmal so eine Tür zugeschlagen gegen meinen Rücken. Richtig harter Aufprall und ich hab's halt kaum gemerkt wegen dem Korsett, aber Das passiert richtig oft. das hat mich richtig geschützt, sonst wäre ich so krepiert, keine Ahnung. Also gut Leute, das war jetzt der Skoliose-Tag. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zusehen, dass ihr ihn natürlich auch macht. Genau, wir würden uns sehr, sehr freuen. Und ja, ihr könnt ja vielleicht ein paar Vorschläge machen, so für die nächsten Videos oder so. Wir sind offen für neue Ideen. Ja. Und ja. Genau, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Bye. Was war das denn? Habt ihr schon unsere stylischen Schuhe eigentlich gesehen? Nein. Yeah. Partnerlook. Einklatschen. Weil sonst drückt das Korsett halt auf den Gürtel. Auf den Dötel. Das passt auch irgendwie zu allem, wenn man es richtig kombiniert. So, wie sieht Hannah aus mit Ombre her? Würde mir da stehen, Leute? Warte. Okay. Was machst du? Oh, das habe ich beim Pop. Warte. Warte, mach einfach still. Du machst es voll. Er sieht voll sexy aus. Ja? Megan Fox. Guck mal, ich könnte dazu nehmen. Das ist auch ein toller Vorteil im Korsett. Yay. Also falls ihr nicht wisst, was du bei Fasching anzieht, er hat ein sexy... Boy. Wie geil du aussiehst, Leute. Eingesperrt. Von dem Loch rein. Tja, Leute, wir sind ein bisschen bekloppt, aber Ist das richtig cool. wir haben das Video jetzt schon zum 3. Mal gedreht und zwar immer unscharf. Jetzt hat es endlich geklappt. Wir sind richtig happy gerade. Sorry. Okay, Leute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei den Outtakes. Ja, es macht das immer so Spaß, die Unseren schönen Outtakes zu sehen. Frisuren. Unseren schönen Frisuren. Also dann. Okay, gut. Bye.